Das hier ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 4 2025. Das hier ist meine 19. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 4 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wieder einmal ein typisches Cover der 90er. Es ist bunte Spielegrafik. Ich liebe das ja total. Ehrlich gesagt gefallen mir die alten Cover viel, viel besser als die neuen, immer wieder doch sehr einfarbigen, gleichförmigen. Nein, das hier, das war bunt, das war fröhlich, das war manchmal vielleicht auch ein bisschen drüber, aber mein Gott, was soll's. Was haben wir denn da? Datenautobahn. Die Welt des DFÜ im Überblick. Dann geht's um Supercards, ein Mario Kart Killer möglicherweise, Pinball, Psycho Pinball ist drin und auf der Cover-CD-ROM, schaut mal hier, Wing Commander 3 Behind the Screens. Wow, ein Making-of von Wing Commander und das exklusiv auf der CD-ROM. Spätestens da hat sich doch die CD-ROM mal so richtig gelohnt. Schauen wir mal rein. Im Vorschauteil kündigt sich gleich ein richtiger Hochkaräter an. The Elder Scrolls Daggerfall. Oh ja, jetzt gerade haben wir doch mit Oblivion ein tolles Remaster bekommen. Und ja, mal schauen, wann dann Elder Scrolls 6 in den Startlöchern steht. Aber hier Elder Scrolls Daggerfall. Und schon damals war Bethesda dafür bekannt, dass man die grafische Latte ein bisschen höher legen wollte, als es bisher war. Man sieht hier, mindestens 486, 66 wird wohl dann vorausgesetzt. Und außerdem wusste man auch immer, dass man nicht genau wusste, wann es denn dann kommt. Da unten steht's. Um den Erscheinungstermin kursieren nach wie vor die tollsten Gerüchte, die von Mai, in Klammern Marketingabteilung, bis Dezember Programmierer reichen. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Wie auch immer, Elder Scrolls Daggerfall ist im Anrollen. Wann genau, das werden wir sehen. Wir schauen es uns dann auf jeden Fall im Testbericht an. Und hier ein Vorschaubericht auf eines der Spiele, das ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe, obwohl ich wahnsinnig schlecht darin war, nämlich XCOM Terror from the Deep. Ja, das war doch ein richtig feines Strategiespiel und ich war ja in Strategiespielen immer schon richtig, richtig schlecht. Aber das Setting hat mich irgendwie gepackt, irgendwie fand ich es cool, irgendwie wollte ich es unbedingt spielen und irgendwie habe ich es einfach überhaupt nicht drauf gehabt. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Perle der 90er. Ein Vorschaubericht auf Flight Unlimited und das ist an mir total vorbeigegangen. Es sagt mir überhaupt nichts, hatte ich nicht ein einziges Mal in der Hand, aber die Screenshots sehen richtig fett aus. Da muss ich glatt mal gucken, kam das wirklich so raus? Wurde das irgendwann fertig gegen den allmächtigen Microsoft Flight Simulator? Oder war es nur ein Vorschaubericht, dem dann nicht mehr viel folgen konnte? Das muss ich auf jeden Fall mal recherchieren. Sieht auf jeden Fall auf den Screenshots mega aus, also für die damalige Zeit sowieso. Also, ja, Respekt, alle Achtung, Flight Unlimited. Keine Ahnung, kennt das einer von euch? Bei den Testberichten ist diese Ausgabe etwas dünn geworden, weil es sind einfach nicht viele gute Spiele da. Es sind vor allem einige Adventures unterwegs und ich muss gestehen, ich habe von dem leider kein einziges gespielt. Hier geht's los mit Woodruff and the Snibble of Azimuth von den Goblins-Machern. Ich meine, es war ein gutes Adventure und ich meine, ich hatte auch mal eine Demo in der Hand, aber ich muss gestehen, ich war einfach der absolute LucasArts Adventure-Fan und ich habe tatsächlich die anderen Studios nur ganz selten in mein Herz gelassen. Sorry dafür. Woodruff and the Snibble of Azimuth vielleicht mal einen nachträglichen Blick wert. Denn es hat eine ganz witzige Grafik, ich finde, es sieht echt gut aus, es hat auch eine ganz anständige Wertung bekommen, insofern wäre es wahrscheinlich einen Blick wert gewesen, aber ja, Taschengeld war rar, welche Spiele möchte ich, welche möchte ich nicht und wie gesagt, für mich waren einfach die LucasArts Adventures das absolute Muss. Insofern, sorry, Woodruff, ich gucke mal irgendwann anders drauf. Und es geht weiter mit Adventures, die ich nie gespielt habe, nämlich hier Guilty. Und da ist mir eines aufgefallen. Zum einen, es hat klassische VGA-Grafik. Haben sie auch geschrieben hier, ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, hier 1995, aber es hat wohl immer noch seinen Charme und sei wohl gar kein schlechtes Spiel gewesen. Und dementsprechend hat auch Petra Mauerröder das Spiel gar nicht schlecht bewertet.
Ich muss sogar sagen, es liest sich in ihrem Statement deutlich anders, als der Wertungskasten vermuten lässt und als auch der Testartikel vermuten lässt. Also sie schreibt hier: Es gibt sie also noch, die guten alten Adventures traditioneller Machart. Keine Videos, kein Super VGA-Programm, sondern bodenständige Puzzles und hochwertige 256 Farbengrafik werden hier aufgeboten. Also sie sagt, es ist für einen Abend oder 2 Abende wirklich sehenswert, insofern Guilty scheint wohl kein so schlechtes Adventure gewesen zu sein. Und wir wissen alle natürlich, die Welt ist eine Scheibe. Zumindest die Scheibenwelt ist eine Scheibe. Und hier kam das Adventure zur berühmten Buchreihe. Ich muss gestehen, auch das habe ich damals überhaupt nicht beachtet. Aus dem einen Grund, ich habe mit den Büchern erst viel später angefangen. Erst so um die 98, 99 irgendwann habe ich dann so die Liebe zum Lesen entdeckt und auch die Scheibenweltromane für mich entdeckt. Dementsprechend ist das Spiel an mir damals einfach vorbeigegangen, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und das, glaube ich, war eine richtige Schande, weil das war ein gutes Adventure, ein würdiger Vertreter für diese legendäre Buchreihe. Also man sieht es, 4 Seiten Testbericht, viele Screenshots und gleich 2 Redakteure, die ihr Statement dazu abgeben dürfen. Hier unter anderem wieder Petra Mauerröder und die gibt sogar zu, dass auch sie die Romane nicht kennt. Das heißt, sie guckt mit einem ganz anderen Auge auf dieses Spiel drauf, als es vielleicht die anderen tun würden. Und trotzdem schreibt sie, es ist ein gutes Spiel, richtig gute Adventure-Kost und für Discworld, also Scheibenwelt-Fans, natürlich ein absolutes Muss. Sollte ich vielleicht auch mal noch nachholen. Es bleibt dabei, nie gespielt, The Big Red Adventure, und diesen Testbericht hätte ich euch auch gar nicht gezeigt, aber schaut mal, wer dieses Spiel gemacht hat. Das ist von Core Design. Core Design mit einem Adventure, das so einigermaßen okay ist, aber mehr auch nicht. Wir wissen alle, wo Core Design dann als nächstes hin wollte. Core Design hat nämlich eine legendäre Spiele-Ikone geschaffen und deshalb möglicherweise erinnert sich kaum noch jemand an The Big Red Adventure. Ich schon gar nicht. Für die Pinball-Fans gibt es da natürlich neues Futter mit Psycho Pinball, klassischer Vertreter seiner Tage, würde ich sagen. Pinball-Spiele waren damals einfach angesagt, zumindest bei mir und meinen Kumpels. War doch immer wieder für eine nette Runde gut, gemeinsam vor dem Rechner sitzen und einen Pinball-Flipper zocken und gucken, dass man besser wird als der Kumpel. Ja, das war so. Und Psycho Pinball dann doch ein wirklich würdiger und auch guter Vertreter dieser Spielegattung. Und manchmal wurde auf dem PC versucht, den Erfolg von gewissen Konsolentiteln nachzuahmen, und in diesem Fall war das Supercards, und man sieht es an den Screenshots ganz deutlich, welches Spiel hier nachgeahmt werden sollte. Ja, das ist hier unten, ne, witzig. Es sieht echt witzig aus, habe ich auch leider nie gespielt, Supercards. Schade, ich glaube, das muss ich mir mal angucken. Guckt euch das an, das ist wirklich wie Mario Kart auf dem PC, nur halt ohne Bowser, ohne Peach, ohne Bananen und ohne Schildkrötenpanzer. Ob das dann Spaß macht? Also wirklich witzig, oder? So in den 90ern dann diese Rennspiele und hier einfach ein Vertreter der Gattung, die versucht haben, den Konsolen ein bisschen den Rang abzulaufen bei gewissen Dingen. Sowas hat ehrlich gesagt bei mir nie gezogen. Konsole war halt Konsole, die hatten ihre Games und ich wollte dann irgendwie was anderes spielen. Andere Spiele, die sich einfach deutlich von dem abhoben, was die Konsolen geboten haben. Hardwarehungrige Spiele brauchen natürlich auch einiges an Know-how, wenn man sie zum Laufen bringen möchte. Und wenn man das Know-how noch nicht hat, dann guckt man in die PC Games und dann schreiben die hier etwas zum Wing Commander laufen bekommen. Hier, guckt euch das an. Optimierung, lange Ladezeiten, Bad CD-ROM, CD-ROM-Treiber und dann hier die Konfiguration. Schaut euch das an. Eine Config-Sys, die man benutzen kann, um Wing Commander 3 lauffähig zu bekommen. Ganz ehrlich, das ist sowas Typisches, da geht mir das Herz auf, da kriege ich echt Gänsehaut, ich freue mich total. Ja, und Leute, die dann einfach in der Zeit erst geboren wurden, die können das einfach nicht verstehen und ich komme mir echt alt vor. Ein riesengroßer Artikel über DFÜ-Netzwerke ziert diese Ausgabe.
das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Zur damaligen Zeit hatte ich mit DFÜ noch überhaupt nichts am Hut, weil dazu hätte ich meine Eltern überreden müssen, in eine, in eine höhere Telefonrechnung zu investieren und das war dann überhaupt nicht der Fall. Also nein, keine Chance. Und hier unten steht es auch. Schaut euch mal hier. Die Telefonkosten im Griff. Damit Sie nach dem begeisterten Einstieg in die DFÜ am Monatsende nicht die große Überraschung in Form der Telefonrechnung erleben, sollten Sie die Tarifstruktur der Telekom kennen. Die kleinste Abrechnungseinheit sind bekanntlich 23 Pfennige. Der teure Normaltarif wird tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr fällig. Der günstigere Billigtarif dann ab 18 bis 8 Uhr Samstag, Sonntag und an bundesweiten Feiertagen gilt durchgängig der Billigtarif. Welche Telefonnummer Sie zu welchem Tarif erreichen, erfahren Sie in der individuellen Tarifliste. Ne? Hier Nahbereich 6 Minuten, billig 12 Minuten, Regionalbereich, Fernzone. Ja, das war noch so, ne? Wenn man telefoniert hat, kam noch die Frage, Ortsgespräch oder Ferngespräch. Und dann wurde gleich mal festgelegt, wie lang man zu telefonieren hatte. Und dementsprechend war DFÜ für mich einfach keine Chance. Aber es ist ein herrlicher Bericht über die Hardware, die man braucht, über die wichtigsten Befehle, über die wichtigsten Begriffe, die man da eben beachten muss, kennen muss, wenn man ein DFÜ-Netzwerk einrichtet oder sich in das damals noch sehr, sehr unbekannte Internet einwählen möchte. Es dürfen natürlich auch die Berichte zu den 28.8er Modems nicht fehlen. Ja, 28.8er Modems, das war damals unsere Datenautobahn. Oh, ja, 28.8er Modem, Datenautobahn. Nun ja, kann man mal so sehen. Also unfassbar, dieser Blick hier zurückgucken. Hier als Einstiegsklasse können Sie heute Modems mit 14,4 Bit pro Sekunde nach, ne? Also hier 200 D-Mark, ne? Ab 200 D-Mark geht's los und dann geht's natürlich hoch, 300, 400 oder auch 500 für ein gescheites 28.8er Modem. Nicht schlecht. Hardware war damals, das haben wir schon oft gesehen, einfach nicht billig. Und nachdem es dann auch um die DFÜ-Software ging, hier die Anwendungsmöglichkeiten, das Internet. Kompliziert, teuer, langweilig, so stellen sich noch immer viele Anwender das Internet vor. Kompliziert, teuer, langweilig, damals auch noch sehr, sehr unbekannt, muss ich sagen. Aber wir wissen alle, wo es geendet hat, ne? Internet geht ja heute gar nichts mehr ohne, aber damals war das einfach noch so ein unbekanntes Wesen. Dann hier CompuServe, ne? Eine Art Foren der ganzen Hersteller, Hardwarehersteller, hier steht's, ne? CompuServe ist das Forum der PC-Profis. Praktisch jedes Unternehmen der Computerbranche bietet hier Support-Informationen und neue Treiber. Also wenn man Treiber haben wollte und nicht wie ich auf die PC Games Cover CD-ROM warten wollte, dann war das sozusagen das Mittel der Wahl. Und dann noch ein weiterer Dinosaurier hier, schaut mal, Datex. Der seit Jahren scheinbar im Dornröschenschlaf liegende Bildschirmtext der ehemaligen Bundespost erscheint neuerdings in frischem Glanz unter dem Namen Datex J. Also, ganz ehrlich, meine Güte, was sind das für Begriffe? 23 Pfennig billigster Tarif, Normaltarif, Ferntarif, Tagtarif, Nachttarif, Bundespost und. Ey, ist das alles lang her. Mann, war das eine komische, witzige, aufregende, seltsame, manchmal komplizierte, aber doch irgendwie total schöne Zeit. Wir schauen auch wieder auf die Spielecharts und die sind in zweierlei Hinsicht mittlerweile neu. Zum einen geht es ja nicht mehr um die reinen Verkaufscharts, sondern es sind die Lesercharts, das heißt, die Leute können abstimmen per Postkarte, wie auch immer. Und außerdem gibt es keine getrennten Rubriken mehr für Disketten und CD-ROM-Versionen. Nein, jetzt ist es eine Liste. Und wisst ihr, was jetzt passiert ist? Rebel Assault ist nicht mehr auf Platz 1. Das ist ja unglaublich. Wir schauen mal drauf. Wing Commander 3 ist auf Platz 1. Dann auf Platz 2 XXXX2 von ID Software. Ja, was will das wohl sein? Dann Nova Storm, Bundesliga-Manager Hattrick, Siberia auf Platz 5. Colonization, DSA, Sternenschweif, Ultima 8, Pagan ist immer noch dabei. Beliebt bei den Lesern, absolut, ja. Magic Carpet, dann X-Wing, auch immer noch dabei, ein Dauerbrenner. System Shock, SimCity 2000, Battle 2, FIFA, Soccer, Comanche, Ecstatica, Corandia 3, Der Planer, Rise of the Robots auf Platz 19 neu dabei. Ach du lieber Himmel, mein Gott. Sam und Max, Die Siedler, Warcraft, Wing Commander, Armada, Anstoß, Der Clou, Little Big Adventure, Star Trek Judgment Rights,
Under Killing Moon, Creature, Shock und Theme Park auf Platz 30. Wir schauen natürlich wieder auf die Leserbriefe unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Ich lasse mir das, wie gesagt, nicht nehmen. Dieses Mal hat er einen interessanten Brief in eigener Sache geschrieben. Es ging nämlich in einer der Folgeausgaben um den Preis der Computerspiele, ne? Weil Computerspiele, das wissen wir alle, haben damals so um die 100, 120 D-Mark gekostet. Also umgerechnet waren die richtig teuer. Jetzt haben wir gerade die Diskussion bei der Switch 2, ob Mario Kart mit 80 Euro zu teuer ist oder nicht. Also damals war es deutlich mehr. Und Rainer hat hier was dazu geschrieben, nämlich in der letzten Ausgabe wollte Rüdiger Steidle von mir wissen, warum Computerspiele so furchtbar teuer wären. Ich versprach mich, um exakte Aussagen zu kümmern. Da ich meistens versuche, meine Versprechungen zu halten, habe ich mich mit Uwe Fürstenberg von der renommierten Firma Microprose kurzgeschlossen. Laut Microprose sind Spiele deshalb relativ teuer, weil durch die Einführung des CD-ROMs auch die Ansprüche der Kunden in puncto Grafik, Sound und dem immer neuen, besseren Features gestiegen sind. Um diese zu erfüllen, um diesen berechtigten Anspruch erfüllen zu können, ist jede Softwarefirma gezwungen, in enorme Manpower und Hardware zu investieren. Für einen Hit werden bei Microprose ca. 10 bis 12 Mannjahre veranschlagt. Die gesamte Entwicklungskosten schlagen mit ca. 1,5 bis 2 Millionen Mark zu Buche. Dann müssten natürlich auch noch eine Verpackung entworfen und hergestellt werden. Auch ein Handbuch wächst nicht auf Bäumen. Diese ganzen Unkosten müssen durch den Verkauf des Produkts gedeckt werden, wobei ein Gewinn natürlich auch wünschenswert wäre. Von dem endgültigen Verkaufspreis will dann natürlich auch noch der Händler leben, ebenso wie der Großhändler. Ab 30.000 verkauften Exemplaren kann ein Titel als Erfolg bezeichnet werden. Bei anderen Softwarehäusern dürfte es nicht viel anders aussehen. Ich hoffe, damit ist die Preisgestaltung von Computerspielen ein bisschen durchsichtiger geworden. Gezeichnet Rainer Rossiert. Ja, wahnsinnig interessant. Vielen Dank, Rainer, für diesen Einblick. Ja, Computerspieleentwicklung immer schon relativ teuer. Das hat sich nicht verändert. Und ihr seht ja die Preise, 100 bis 120 D-Mark für ein Vollpreisspiel. Das ist einfach damals normal gewesen. Boah, was ging da Taschengeld drauf für so ein Ding? Oder man hat eben andere Wege gefunden. Man hat auf die Softwarepyramide gewartet oder vertiefen wir das nicht weiter? Jedenfalls, manche Dinge ändern sich nie. Es war damals nicht alles besser, auch wenn man das behaupten möchte. Also da muss ich sagen, sind wir mit Sales und so heute doch ganz gut dabei. Und man kann sich immer mal wieder für einen schmalen Euro einen richtig guten Titel abstauben, wenn man ein bisschen Geduld hat. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit Action Soccer. Da bin ich ja mal gespannt. Dann Sonys und Segas Sturm gegen den PC. Ja, der Konsolenkrieg geht so richtig los. Dann das Amt und unten noch ein kleiner, netter Comic. Da ist sie schon, die Ausgabe 595. Und bei dem Cover muss ich ja fast in Hab-8-Stellung gehen und salutieren, wenn Captain Jean-Luc Picard auf dem Cover ist. Es geht um Vollgas von LucasArts, ein neues Adventure. Oh, Vollgas ist klasse gewesen, mochte ich total. Nicht jeder, aber ich hab's geliebt. Dann NBA Live 95, Dark Forces, Star Wars in 3D, Ohrfeige für ID-Software. Ja, das wird ein genialer Testbericht. Und dann natürlich auf der Cover-CD-ROM eine Menge Sachen und vielleicht auch ein bisschen etwas über Star Trek Next Generation. Ich bin gespannt. Es wäre toll, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich in dieses alte Heft reinschaue. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf meinem Kanal wieder.